Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du etwas Bestimmtes mit einer bestimmten Höhe oder Breite auch wirklich aufs Blatt bringst beim Skizzieren. Diese Technik heißt Dry Run. Ich habe das bei Frederik Frank das erste Mal gesehen und es ist ein vierstufiges Vorgehen zum genau Schauen, das nachher auch so das Muskelgedächtnis informiert, wie groß das Teil nachher auf der Seite sein kann. Also das ist nützlich bei Kirchtürmen, wo du die Spitze noch drauf haben willst. Oder hier ist ein Baum, den ich so groß möchte, dass er auf die Seite passt und so weiter. Zuerst schaue ich mal mit diesem Rahmen da kann ich einen Ausschnitt wählen, den ich nachher zeichnen möchte. So wie der klein, so wie der größer, so passt es etwa. Ich würde jetzt so oder mit den Fingern so einen Rahmen machen und schauen, was ich zeichnen möchte. Also der erste Schritt ist 1 Minute lang das Objekt anschauen. Ich schaue, was mich berührt daran, was mir auffällt, was besonders ist. Ich schaue, was auch noch da ist. Das war jetzt noch keine halbe Minute, aber ich würde 1 Minute schauen. Dann schließe ich die Augen. Das ist der zweite Schritt. 1 Minute mit geschlossenen Augen vergegenwärtigen, was habe ich gesehen? Was hat mich berührt? Zum Beispiel dieses tiefe Grün, das Zwitschern der Vögel, der größere Baum, der so ausladend ist, obwohl es hier so ein relativ dichter Wald ist. Und ich schaue auch, was fehlt mir denn in diesem Bild? Woran kann ich mich nicht erinnern? Was ist mir am wichtigsten? Hier sehe ich auch, also das, was mir geblieben ist, das ist sicher wesentlich. Und wenn mir etwas Wesentliches nicht mehr einfällt, dann muss ich da nochmal genau schauen. Also nach 1 Minute mit geschlossenen Augen sehen, öffne ich die Augen wieder und kann sehen und staunen, was da wirklich da ist. Ich kann schauen, was ich eben nicht mehr wusste. Ich kann auch genauso das Verhältnis von der Höhe zur Breite anschauen, das mich beeindruckt hat mit den geschlossenen Augen. Und mir fallen die hellen Tannenspitzen auf, die bei der kleinen Tanne länger sind als bei der großen Tanne. Also ich kann einfach nochmal ausgiebig schauen. Ich merke auch, dass mich der schräge Baumstamm da stört. Den lasse ich weg in der Skizze, der bringt nichts Zusätzliches. Dafür fällt mir da links noch ein kleiner Baum auf, der könnte passen, und die hellen Birkenblätter da. Also ich schaue, was ich noch ergänzen möchte zu diesen beiden Bäumen, die ich als Hauptthema vom Bild gewählt habe. Das war der dritte Schritt, und der vierte, sehr wichtige Schritt ist, daher hat der Dry Run den Namen, ich zeichne mit der Hand ohne Stift.
Und zwar so, wie ich dieses Objekt gesehen habe, auf die Seite. Das zeigt mir, wie das auf die Seite passt, die Größenverhältnisse, und ich habe jeweils den Eindruck, es ist auf der Seite präsent, auch wenn ich gar keine Linien sehe. Dieser Schritt mit dem auf die Seite zeichnen ist ganz wesentlich. Das mit dem Schauen, da hat Frederik Frank geschrieben, mal eine Minute eben mit offenen Augen schauen, mit geschlossenen Augen vergegenwärtigen und wieder mit offenen Augen schauen. Das kannst du auch kürzer machen. Ich würde es mal in dieser Länge probieren, weil je länger ich schaue, desto mehr sehe ich auch, desto mehr komme ich an und komme ich wie in Dialog mit diesem Baum oder was immer es dann ist. Und ja, wenn ich nicht so lange verweilen möchte, kann ich das auch kürzen. Aber so dieses auf die Seite zeichnen, dass es Platz hat, ist ein ganz wesentlicher Schritt. Ja, und nach diesem vierten Schritt, wo das unsichtbar in meinem Muskelgedächtnis und in meinem visuellen Gedächtnis drin ist, kann ich jetzt die Stifte nehmen und zu zeichnen anfangen. Ich habe das Beispiel hier mit einem Baum gemacht, aber das geht natürlich auch mit Häusern, eben mit Kirchtürmen. Da passiert es besonders oft, dass sie nicht richtig Platz haben. Oder mit Menschen, dass auch der Kopf oder die Füße noch aufs Blatt passen. Es geht eigentlich für alles, wo du möchtest, dass das Teil auf der Seite Platz hat. Ich hoffe, das Video hat dir etwas gebracht. Und ich freue mich über Daumen hoch, ein Abo, Teilen und so weiter. Und hier findest du mehr Urban Sketching Tutorials, hier findest du mehr Zuschauen beim Zeichnen, und dieses Video könnte dich auch noch interessieren.